Hallo, hier ist Mabel von Rabenglanz. Heute möchte ich gerne den Hashtag MyTop5Faves von Simon von The Hermit's Cave beantworten. Und zwar mit den 5 Top 5 Faves sind gemeint 5 Kartendecks, die man vorstellt aus den verschiedenen Bereichen. Da wäre als erstes ein Orakeldeck, ein Lenormand-Deck, dann Spielkarten. Als viertes sollte man sein Lieblings-Tarot-Deck vorstellen und fünftens ist eine Wildcard, sozusagen der Joker, dass man dort was vorstellen möchte, entweder ein weiteres Kartendeck oder Kristalle, Runen, was auch immer, was einem da wichtig erscheint. Also fangen wir mit dem Orakeldeck an. Das war für mich die schwierigste Sache, da ich sehr viele Orakeldecks habe und mit sehr vielen arbeite und einfach auch sehr viele unheimlich schön finde, konnte ich mich kaum entscheiden, aber letzten Endes komme ich immer wieder auf dieses Deck zurück, und zwar The Druid Animal Oracle. Obwohl ein bisschen schummeln müsste ich, weil ich auch The Druid Plant Oracle benutze und eigentlich als eins ansehe. Das ist für mich so absolut gleichwertig. Da aber nur eins vorgestellt werden sollte, entscheide ich mich mal eben einfach für The Animal Oracle, The Druid Animal Oracle. Das habe ich auch schon mal hier vorgestellt. Das ist illustriert von Will Worthington und einfach wunderschön. Also jedes Mal bin ich aufs Neue begeistert, wenn ich mit den Karten arbeite. Und auch der Kritikpunkt, dass es einigen einfach zu wenige Karten sind. Also das Orakel umfasst, jetzt weiß ich nicht wie viel, aber die meisten anderen Tierorakel haben weitaus mehr Tiere zu bieten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich brauche keine Giraffe oder noch irgendwelche anderen exotischen Tiere. Dieses hier reicht mir völlig aus, weil es halt Tiere beinhaltet, die auch in meiner Umgebung auftauchen könnten. Also von daher, und auch leben. Von daher reicht es mir völlig aus. Wunderschön. Und von daher mein Top Orakeldeck. Dann kommen wir zu den Lenormand Decks und da ist, das habe ich auch schon vorgestellt, The Enchanted Lenormand Oracle. Die Rückseiten sehen so aus. Ich habe die Seiten entsprechend der Farben auf der Rückseite angemalt. Denen ist das einfach zu, was weiß ich, überladen, kitschig, passiert viel zu viel. Ich habe keine Probleme damit. Ich liebe dieses Vegetative, dieses Verwunschene, Enchanted halt. Und ich kann diese Karten ganz klar erkennen. Da ist alles drauf. Und ich liebe auch so diese Optik, dass man wie so durch die Motive so wie durch eine Wahrsagerkugel, eine Kristallkugel zu sehen sind. Also ich finde das ganz entzückend, niedlich, ja. Ja, und manchmal braucht man mal das Verspielte. Das wäre das Lenormand-Deck. Dann als dritter Punkt wären die Spielkarten. Ich selber lege nicht mit Spielkarten, aber trotzdem möchte ich euch was ganz Besonderes zeigen. Und zwar im Grunde genommen sind das 2 Spielkartendecks. Ein Romme-Spielkartendeck, also ein doppeltes. Und zwar sind das Spielkarten von meiner Großmutter. Und sie hat Ende des Krieges und in der Nachkriegszeit ihre 3 kleinen Kinder, worunter auch meine Mutter da ist, natürlich, hat sie mit Kartenlegen
durchgebracht, sozusagen Essen gekauft, und es fehlte ja an allen im Krieg und auch in der Nachkriegszeit. Sie war Kriegswitwe und musste halt alleine, ganz alleine 3 kleine Kinder. Sie war auch auf der Flucht und musste da 3 kleine Kinder durchbringen. Sie hat auch als Büglerin gearbeitet, sie hat alles, aber wie gesagt, Kartenlegen gehörte da auch zu, um halt was dazu zu verdienen. Und es ist ein ganz einfaches Kartendeck, aber sie hat mir mal erzählt, die häufigste Frage, die äh, gestellt worden ist, war früher von meistens natürlich die Frauen. Die sind ja auch am Ende des Krieges dann zurückgelassen worden, und die größte Frage war immer, ob der Mann wieder aus dem Krieg zurückkommt oder aus der Kriegsgefangenschaft in der Nachkriegszeit. Das war die allerwichtigste Frage, die die Leute damals beschäftigt haben. Ne? Und ja, wie gesagt, mein Großvater ist ja auch im Krieg gefallen, oder besser gesagt, bis zum Ende ist er als vermisst gemeldet. Und das ist halt der größte Schatz, und ich würde selbst nie mit diesen Karten arbeiten. Nichtsdestotrotz ist es aber das Kartendeck, das, wenn man so fragt, was würdest du retten, wenn die Hütte brennt, dann wäre es absolut definitiv dieses Spielkartendeck von meiner Großmutter, die, ja, da wäre mir jedes meiner eigenen Kartendecks völlig schnurz, kann man alles ersetzen, aber dieses hier hat halt noch eine ganz eigene persönliche Bedeutung. Dann kommt als 4. das Tarot-Deck, und das ist eine ganz große Überraschung für mich eigentlich gewesen. Ich musste aber nicht lange überlegen. Ich habe mir dieses Jahr The Crow Tarot angeschafft, weil Raben und Krähen, also die ganzen Rabenvögel, meine ganz speziellen Freunde sind, und war, als ich das ausgepackt habe, eigentlich als erstes ziemlich enttäuscht oder frustriert. Das war einfach mir zu bunt, da war zu viel los. Ich fühlte mich ein bisschen überfordert von den ganzen Darstellungen und dieser Collage. Das war eigentlich auch gar nicht so mein Stil, den ich wirklich mag. Nichtsdestotrotz, alles, was mit Raben und Krähen zu tun hat, ist meins. Und ja, ich habe aber nicht aufgegeben, habe weiter mit denen, also einfach angefangen mit denen zu arbeiten. Und es hat nicht lange gedauert, als ich mich weiter mit denen beschäftigt habe, ein bisschen in die Tiefe gegangen bin, dass es auf einmal, zack, mein Deck wurde. My Soul Deck sozusagen. Und ich arbeite da jeden Tag mit. Und ja, ich werde bis jetzt noch nicht dem überdrüssig. Und von daher ist das mein momentanes absolutes Top-Deck für Tarot. So, The Wildcard, also das, was man jetzt noch als 5. nennen kann. Ich würde sagen Kristalle. Meine Lieblingskristalle sind Amethyst und Labradorit, aber nichtsdestotrotz zeige ich euch hier jetzt nicht Labradorit oder Amethyst, sondern zu denen ich auch wieder eine ganz besondere Beziehung habe, weil ich sie selbst gefunden habe. Diese hier, diese Obsidiane, das ist ja geschmolzenes, also vulkanisches Glas. Das entsteht nur durch unter ganz bestimmten Bedingungen. Und die habe ich 1988 auf meiner ersten Islandreise ich glaube, es war Land Manalörga gefunden. Ja, und ich bin da mit dem Rucksack allein durch die Wüsten gelaufen. Und das 1988 war auch noch jenseits des Massentourismus, der wohl jetzt so langsam Island befällt. Und da, ja, wie gesagt, habe ich eine ganz besondere Beziehung natürlich zu, dass ich diese Sachen auf meiner Wanderung gefunden habe. 2010 war ich im Himalaya, in Sikkim besser gesagt, und das ist Indien. Es war damals in den 50er Jahren noch ein eigenständiges Königreich, Sikkim, und 10 Kilometer von der tibetischen Grenze entfernt im Yumtang-Tal. Wunderschöne Landschaft, Berge,
ein natürlicher Rhododendronwald, das ist als Botanikerin ganz besonders, ist mir dieser Stein aufgefallen. Und zuerst dachte ich, oh, es ist ein bisschen Glimmer, aber er funkelte mich so dermaßen an und ich denke mal, das, was hier so schimmert, ist Pyrit. Das wird eine Form von Pyrit sein. Und ja, wie gesagt, selbst gefunden. Es hängen da wahnsinnige tolle Erinnerungen und Eindrücke der Reisen und der Landschaft mit und ja, für mich was ganz Besonderes. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen.